Der Titel ist der Gesetzgeber. Das kommt auf diesen großen Hebel zurecht, der bei dem originalen Objekt, meinem Vorbild, nur ein ganz kleiner Gegenstand ist, ein Hebel, der entweder dafür da ist, die Zeilenhöhe zu bestimmen oder zu wählen, ob Großschreibung oder Kleinschreibung. Das Bild steht am Ende einer längeren Variationsreihe, wo dieser erwähnte Hebel immer bedeutungsvoller wird. Dieses Element, was wie ein Zepter aussieht. Und ich war nie ganz zufrieden, wusste, da steckt noch mehr im Thema drin. Das ist die 4. oder 5. Variation. Als Ganzes erinnert mich dieses Objekt an einen Thronsessel und das Gefühl, dass da der Ort und die Persönlichkeit eines Herrschenden eine Rolle spielt, ist für mich immer sehr präsent gewesen. Ursprünglich hat es angefangen mit einer Variation, die hieß nur der Chef, dann war es der Herrscher und hier ist es sogar der Gesetzgeber, so wie der alte Hammurabi oder Moses persönlich. Jedenfalls einer, der bestimmt über unsere Geschicke und über richtig und falsch. Die Bilder wollen gemalt werden, sie wollen richtig aus mir heraus. Ich sehe sie noch nicht in ihrer endgültigen Gestaltung, aber der Gegenstand, der ausgedrückt sein will, ist da und mit ihm kommen auch die Emotionen raus. Es sind die verschiedensten Formen von Emotionen, es sind Urgefühle wie Angst, Herrschsucht, Neid, Verliebtheit, Sexualität. Es ist alles da, aber ich kann das nicht kontrollieren. Kontrollieren kann ich die Formen. Da gehe ich bis zum Äußersten in der Kontrolle, im Versuch der Kontrolle der Formen. Die Farben treten hinzu, dienen auch häufig als eine gewisse Glättung der Formen. Die Formen hart in ihren Umrissen und die Farben vielleicht auch manchmal verlockend und auch ästhetisierend. Das Bild will ja auch gefallen und dafür ist die Farbe das Vehikel, dass man den Zugang zum Betrachter findet. Das Violett ist gerade das Element bei diesem Bild, was gebraucht wird, damit das Ganze nicht unmenschlich abweisend wirkt. Es war so am Ende einer langen Schreibmaschinenserie und ich habe mich dann gefragt, wie mache ich es beim nächsten Schreibmaschinenbild? Und hier war ich nun der Idee verfallen, es mal zu minimieren und es mit einer einzelnen Taste zu versuchen. Es ist das entscheidende Element der Schreibmaschine, die Taste. Es ist also etwas Typisches bewahrt, aber es ist zugleich auch eine große Abstraktion. Und das Stichwort Abstraktion ist für mich wichtig, denn ich beziehe von der abstrakten Malerei her viele Anregungen, die senkrechten und waagerechten Linien und besonders die Abstände, die zwischen diesen Linien meistens auf einem weißen Hintergrund bestehen, haben mich doch sehr das Wesen von Proportionen gelehrt. Ursprünglich hatte ich meine Vorzeichnungen direkt auf die Leinewand gemacht, auf die Leinewand, die nachher auch der Bildträger werden sollte. Und mein Kollege Gotthard Graupner, leider vor wenigen Monaten verstorben, kam ab und zu in der Akademie, in mein Privatatelier und sagte, eigentlich gefallen mir deine Zeichnungen besser als deine perfekten Bilder. Da sieht man noch Möglichkeiten der Variation. Das Ganze ist lebendiger und nicht so auf Perfektion getrimmt. Er sah mir an der Nasenspitze an, dass ich beleidigt war und sagte dann sehr freundschaftlich und diplomatisch, dann mach doch beides. Nimm ein Stück Papier, kann ja auch Transparentpapier sein, mach die Zeichnung drauf und übertrage das dann irgendwie auf die Leinewand.
Dann hast du beides, Zeichnung und Leinewand. Und dann wurde er komödiantisch ganz leise und flüsterte mir zu, und vielleicht kannst du ja auch beides verkaufen. Das fand ich sehr nett, den Rat habe ich befolgt. Ich habe den Kollegen Gotthard Graupner beim Wort genommen. Eigentlich hätte ich ihm Prozente zahlen müssen bei jedem Verkauf einer Zeichnung.